So, guten Morgen allerseits. 4. Februar. Verfluchte Kälte. Minus 36 Grad. Ich wollte euch den Start des Laders zeigen, weil das gewünscht war von einigen Privatnachrichten. Ich zeige mal, wie funktioniert das bei euch bei der Kälte. Ja, innerhalb von 3 Minuten war mein Handy eingefroren, es ging nicht mehr. Keine Chance. Hat sich etwa ausgeschaltet, das Mistding. Tja, dann habe ich gebraucht, eine halbe Stunde etwa. Weil zum Glück stand die Batterie in der Küche am Ofen. Entschuldigung, es ist wirklich saukalt. Die Heizung ist auch nicht so auf Hochtouren. Ja, dann habe ich einen Lader überzeugt, den doch zu starten. Ein bisschen Starthilfespray oder ein Ansaug vom Lüfter. Und so nach 10 Minuten sprang er an. Lief zwar erst mit Traktor und aus Erfahrung weiß ich schon, man darf den nicht sofort losfahren. Ich habe den dann 20 Minuten warm laufen lassen in Ruhe, dass das Getriebeöl nicht verflüssigt. Ja, als er bei los war, habe ich gemerkt. Das Öl, der Neuzal hin. Autsch, erstes Mal hier. Bodenwelle. Dann habe ich gemerkt, dass das Öl auch im Differential und hinten geliert, also richtig Honig ist. Also langsam, gemütlich losfahren, ganz vorsichtig und dann wird das. Jetzt so etwa nach 20 Minuten hat sich, ja nee, das haben wir jetzt hat sich beruhigt, jetzt läuft er. Weil ich muss halt in die Stadt, wir wollen heute den NOx-Sensor wechseln. Weil der hat so eine Macke, alle paar Kilometer hat er Wackelkontakt, dann spinnt die Elektronik. Und die Kontakte selber instand setzen, funktioniert nicht. Da muss ich erstmal ein Werkzeug suchen, weil kann ich das später machen. Dann habe ich den als Raster rumliegen. So, das war das Neueste heute vom Tage. Bis später. Ja, und so sieht es draußen aus. Strahlender Sonnenschein, klarer Himmel, aber wirklich arschkalt. Macht heute wirklich keinen Spaß. Hab ich noch was vergessen zu erzählen, was wir noch gemacht haben mit Nachbarn. Weil ich hatte ja über Nacht elektrische Heizung angesteckt. Ja, die lief vielleicht eine Stunde oder so, dann fiel die aus. Wir haben geschlafen, wir haben es nicht bemerkt und zur Sicherung ist gekommen. Die alte Sicherung am alten Zellerplatz hat gesagt, nein, ich will nicht länger. Zu viel Strom? Vermutlich, keine Ahnung. Jedenfalls war das alles saukalt heute früh, der Motorblock. Minus 36. Da haben wir einfach den alten Heizlüfter ein paar Minuten runtergestellt, damit ich es ein bisschen anwärmen können. Weil jetzt Kohlenglut runterlegen, hat mir jetzt ehrlich gesagt keine Lust und keinen Bock, der Ofen war auch kalt früh heute. Hätte ich doch eine Stunde warten müssen. Ich wollte wenigstens noch vor dem Mittagessen in der Stadt ankommen. Also, man muss zwar, wie sagt man muss ja immer improvisieren können. Das hat zwar funktioniert, es war nicht so, wie es endlich sein soll, ideal war es nicht. Aber die paar Minuten mit 2 kW und die Ölwanne anwärmen hat ein bisschen was gebracht. Das ist das Leben in Sibirien. Jeden Tag neue Überraschungen. Der Lader ist fertig. Stoppt wie ein Kätzchen. NOx-Sensor und 2 Zündkabel haben wir gewechselt. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Verantwortung für euch, weil ich noch auf den Termin warten muss. Jetzt kam die große Frage. Wie ist denn das mit der medizinischen Versorgung bei euch auf dem Dorf? Und was passiert, wenn ihr Notarzt braucht? Ganz einfach. Bersagon per Gesetz in Russland gibt in jedem Dorf einen medizinischen Stützpunkt. Nennt sich FAP. Habe ich auch gesehen, dass das so ist und kann ich bestätigen, wo ich damals in Kroatien gearbeitet habe, da gab es das Krankenhaus. Und das Krankenhaus hatte viele kleine Stützpunkte auf den Dörfern draußen. Ja, und da muss ich sagen, das Ganze funktioniert prächtig. Kann man nicht meckern. Im Ernstfall, wenn du wirklich einen Notarzt brauchst, fliegt der Heli. Kein Problem. Alles vorhanden. Deswegen kann ich über das staatliche System hier nicht meckern. Auch wenn die Bürokratie manchmal lästig ist und extrem, aber funktioniert. So, ich habe mir das kurz im Käffchen gemütlich gemacht. Ich bin auch nicht alleine heute. Wir benutzen den Tag, um
mal effektiv zu sein, um viele Sachen zu erledigen, dass man nicht ständig in die Stadt fahren müssen. Und da gab es die nächste Frage. Einen Brunnen bauen und Kanalisation. Ja, Wasserversorgung würde ich aufbauen, aber nicht mehr so wegen Bakterien, sondern ohne Strom. Ganz einfach. Dass das alles stromunabhängig ist. Das war mir in der Lehre mit den Stromausfällen dort. Und dann hat man Probleme gehabt, an das Wasser ranzukommen. Deswegen neues System, anderes System, einfacher. Aber nicht jetzt im Winter. Und Brunnen bohren ist zu aufwendig, zu kostenintensiv. Wir werden mal schauen, wie wir das Problem lösen. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken später. Kanalisation wird es auch geben in einer anderen Form. Aber das ist alles Arbeit, wenn es wärmer draußen ist. Einfach zu kalt jetzt. Der war's wohl. Das war eine Scherzfrage, ob wir auch Kohle nach Deutschland liefern. Ich glaube nicht. Ihr dürft doch gar keine Kohle mehr verfeuern. Da braucht ihr doch wieder ein Zertifikat für euren Ofen dazu. Und Gas sowieso nicht, glaube ich. Da ist nichts mehr. Russisches Gas. Und Öl, glaube ich auch nicht. Sollen wir jetzt Also ich denke, da müsst ihr mal eher Onkel Sam über einen großen Teich fragen, ob er euch da was rüber schickt. Weil per Paket schicken, das wird ein bisschen schwierig und sehr kostenintensiv. Da kommen wir noch zu einem Thema, naja, was ein bisschen, wie soll ich sagen, für viele kompliziert sein wird. Nicht, dass man das versteht, warum, wieso, weshalb, weswegen. Ich habe in meiner Kindheit bei meinen Großeltern noch etwas gelernt, etwas Entscheidendes. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich entschieden habe, in dem großen Reich unseres lieben Väterchen Zar Wladimir zu leben. Da gibt es mehrere Gründe. Ich lasse auch kein böses Wort an unseren Präsidenten ran, könnt ihr vergessen. Er ist ein sehr kluger, geduldiger Mensch, den ich dafür sehr respektiere. In meinen Augen manchmal hat er zu viel Geduld. Hätte ich nicht, aber ist egal. Es ist seine Entscheidung. Jetzt kommen wir mal zur Kernfrage. In meinen Kindertagen, meiner Jugend, hat mir mein Opa etwas Entscheidendes beigebracht. Die Welt mit kritischen, zweifelhaften Augen zu sehen. Besonders das, was man dir anbietet in Radio und Fernsehen. Mein Großvater hat immer gesagt, das, was da kommt, ist zum größten Teil Propaganda, um dich in eine bestimmte Richtung zu lenken, um dich zu beeinflussen. Im Extremfall serviert man dir gequirlte geistige Scheiße mit saurem Bier. Und das sollst du fressen, das soll dir auch noch schmecken. Weil du sollst dran glauben. Nee, ist bei mir schon lange nicht mehr. Diese Idiotenklotze ist bei mir schon lange aus dem Leben verbannt. Genauso Radio. Und da kommen wir zum nächsten Teil. Opa sagte immer, mein Junge, du musst über den Tellerrand hinausschauen. Schaue nicht, was man dir serviert. Schaue weit drüber hinaus. Vor allem die wichtigste Aufgabe, die du im Leben hast. Zweifle. Kritisiere an dem, was man dir an Medien, an Propaganda serviert. Glaube es nicht. Sondern suche nach dem, vor dem man versucht, dich abzulenken. Dann hast du die Chance, die Wahrheit oder mindestens einen Teil der Wahrheit zu finden und dir dein Weltbild so zusammenzusetzen, dass es annähernd den Tatsachen entspricht. Weil was ich heute sehe, in der Propaganda, in den Medien, ab und zu kriege ich ja mal ein paar Privatnachrichten mit Videoclips und anderes. Leute, da kommt mir die Galle hoch. Aber sowas von. Haben die was aus 45 gelernt? Nein. Die sind wie auf dem gleichen Schuh wie damals. Sag ich ehrlich, Goebbels würde vor Freude aus dem Grab springen über die Propaganda, die heute möglich ist. Der wäre stolz auf eure Regierung, wie die das macht mit euch. Fantastisch. Saugeil, super, wirklich. Molot jetzt. Ihr lauft ja genau dieselbe Scheiße wie damals. Und glaubt, das ist gut. Ja. Macht mal weiter so. Ich kann noch kotzen drüber. Deswegen. Zweifelt.
kritisiert, sucht. Sucht nach dem, was sie verstecken vor euch. Vielleicht kommt ihr dann auf den Dreh, dass das, was man mit euch macht, diese Kriegspropaganda, diese Kriegstüchtigkeit, die das sein muss. Weil der böse, böse Russe kommt. Wow, machen wir uns alle ins Höschen oder was? Leute, habt ihr sie noch alle? Was sollen wir bei euch? Bei euch gibt's nichts zu holen. Da kommen wir jetzt zu einer Kernfrage. Hast du Angst, zum Militär gezogen zu werden in die Ukraine? Wie ist die gesetzliche Lage? Angst habe ich keine. Warum? Ich bin russischer Staatsbürger. Meine Kinder sind hier geboren. Dann sollte irgend so ein geistig, völlig verblödeter Politiker doch noch auf diese wahnsinnige Idee kommen, was Größeres anzuzetteln, sage ich euch ehrlich, dann habe ich kein Problem damit. Das ist einfach so. Weil es ist die Heimat meines Herzens hier, wo ich lebe, wo meine liebe Frau lebt, wo unsere Kinder sind, wo unser Zuhause ist, wo ich liebe, gute Freunde gefunden habe, die das Herz am rechten Fleck haben, die noch Menschen sind. Um das mal ein für alle Mal klarzustellen. Ja, und dann gibt es noch was. Ich schaue kein TV und höre kein Radio aus der alten Welt. Und hier ganz selten. Aber ich bekomme sehr oft private Nachrichten und Videoclips zugeschickt aus meiner alten Heimat. Was ich da höre und sehe, Leute, hier kommt die Galle hoch. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will über diesen Mist, den man mit euch da veranstaltet. Der böse, böse Russe kommt. Ja, was sollen wir bei euch? Ihr habt doch nichts. Eure Kultur ist voll im Arsch. Eure Politik ist vollkommen dekadent. Die gehören alle in die Klapse. Das ist meine Meinung. Ich kann das sagen, nach Sibirien. Nee, bitte nicht. Nicht hierher. Diesen Abschaum brauchen wir nicht. Da fehlen mir echt die Worte manchmal. Da fällt mir nichts mehr dazu ein, was die mit euch machen da drüben. Jetzt noch was ganz Entscheidendes. Ich bin kein Christ, ich bin kein Moslem, ich bin auch kein Anhänger Buddha. Ich bin was anderes, aber ich habe die Bücher gelesen dazu. Ich habe den Koran gelesen, die Bibel und andere Schriften. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Bibel. Was sagt Gott? Sagt Gott, töte deinen Nächsten, töte jeden, der anders denkt als du, töte jede andere Hautfarbe, der schwarz ist, Afrikaner oder gelb Chinese. Steht das da? Ich glaube nicht. Da steht was anderes, was sehr Entscheidendes. Liebe deinen Nächsten. Guten Morgen, aufwachen, Leute. So, minus 33 heute. Seit einer halben Stunde läuft die Motorfeuerung, die elektrische. Extra jetzt früh angesteckt. Jetzt schauen wir mal, was er da sagt. Und läuft. Funktioniert. Aktuell zeigt er an minus 32. Bitteschön. Funktioniert die Technik. Noch ein bisschen Fragenbeantwortung, weil ich ja ein bisschen warten muss aufs Fahrchen. Die macht ein bisschen Bürokratie. Also Papiere abholen wieder. Ja, wo fangen wir da an? Das ist jetzt schwierig zu erklären. Eine Frage war, wieso ich so ein Multitalent bin. Leute, ich bin kein Multitalent. Ich habe mir nur viel Wissen angeeignet. Der Grundstein, warum ich relativ gut zurechtkomme und viel Wissen habe, ist meine Kindheit. Ich bin ein Kind der DDR. So, alle die DDR-Bürger sind, ehemals, die wissen, bei uns gab es nichts. Wir mussten improvisieren von Anfang an. Wir haben aus nichts mit Händen irgendwas erschaffen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind meine lieben Großeltern. Mein Großvater, meine Großmutter. Meine Oma hat mir alles beigebracht, was Haushalt betrifft. Ökonomie im Haushalt. Spartanisch leben, einfach leben. Mein Opa hat mir alles beigebracht in der Kindheit, mit Werkzeug umzugehen. Holzbearbeitung, Metallbearbeitung. Er war Maschinenbauingenieur. Er hat selbst Dinge gebaut. Er hat eine ganze Werkzeugserie gebaut auf Basis der guten alten Schmalkalterbohrmaschine als Antrieb. Eine Stichsäge, eine Kreissäge, eine Handkreissäge, Elektrohobel und vieles mehr, ein Rasenmäher und was ich alles. Wir haben das Zeug in Serie gebaut in der Gartenlaube, nicht immer dabei.
Das heißt, ich habe von klein auf gelernt, mit allen Werkzeugen umzugehen. Und das ist heute mein großes Plus. Dafür danke ich meinen Großeltern sehr. Weiterhin habe ich mir viel angeeignet im Erwachsenenalter. Meine Ausbildung als Elektrotechniker, Bad Dom, also danach Studium, Automatisierungstechnik und vieles weitere. Hier in Russland habe ich mir viel Wissen angeeignet auf Baustellen. Die ersten Jahre habe ich auf Baustellen gearbeitet mit einem Schwager. Da habe ich auch große Schmatt gelernt und sprechen und verstehen. Und so ist es gekommen, dass ich eigentlich relativ vielseitig bin. Ob nun Elektrik, Gas, Abwasser, Wasser, Heizungstechnik. Alles, was mit Holz betrifft. Savalenki fürs Haus reparieren, neu bauen, Möbel bauen. Ja, Möbel bauen habe ich mit dem Opa gelernt. Wir haben Möbel selber gebaut. Ist das so entstanden, dass ich relativ viel selbst kann. Es gibt auch Dinge, die ich nicht kann. Gebe ich offen zu. Aber man muss immer wissen, dass man jemanden kennt, der dann weiter weiß, der helfen kann. Dann läuft das schon. Und hier in Sibirien ist Improvisieren das A und O. Sonst hat man Schwierigkeiten. Liebe Grüße in die alte Republik. Bist du so ein Verrückter, der hier lebt? Willkommen in Russland. Ja, ich habe meinen Führerschein nicht machen müssen hier. Ich habe meinen Führerschein tauschen können. Ich habe Glück gehabt, ich hatte mein WNG relativ schnell erhalten. Zuerst RWP, sofort WNG in Folge. Und ich hatte das WNG noch gar nicht erhalten gehabt. Habe ich meinen russischen Pass bekommen. Aufgrund der Geburt unserer 2 Zwillinge mit russischer Staatsbürgerschaft. Und das heißt, ich konnte aufgrund der Gesetzgebung, die damals gültig war, habe ich das Glück gehabt, gerade in dieser Lücke reingerutscht zu sein, dass ich meinen Führerschein tauschen konnte 1:1, aber nur PKW mit Anhänger. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur von einem guten Freund, dass es massive Probleme gibt. Wer nur ein RWP hat, kann nicht tauschen. Und nach 6 Monaten Aufenthalt hast du hier ein Problem. Wie das weitergeht, kann ich euch nicht sagen. Bin ich nicht up to date. So, und damit ist unser heute Video zu Ende. Wir haben es ca. 15 Uhr bei mir. Wir machen noch ein kurzes Päuschen, fahren noch im Baumarkt und dann nach Hause.